Ja. Auch noch eine kleine Anekdote zum Ashtar-Schiff, was ich total schön finde. Es gab mal vor, ich schätze mal so 5, 6, 7, 8 Jahren ein Channeling von dir, von Ashtar. Und er sagte in dem Channeling, schaut in den Himmel und ich werde mich euch zeigen. Und ich schaue öfter in den Himmel. Und da habe ich mich dann aus meinem Balkon so rausgelegt, mit dem Gesicht nach oben und auf die Sterne geschaut. Und da gab es halt wie so Punkte, halt die Sterne halt, ganz einfach klar und deutlich zu sehen. Und dann gab es dann einen Stern, der da war und dann plötzlich war er weg. Und dann ungefähr 20 Sekunden, zack, war er wieder da. Und es war jetzt nicht irgendeine Wolke davor, das hat man ja gemerkt. Es war wirklich ein Aufblinken. Und genau das hat Ashtar gesagt bei dem Channeling. Ein paar Tage vorher. Ich werde am Himmel aufblinken für euch oder so. Fand ich so, hat mich richtig tief berührt. Es gibt schon tolle Geschichten, es gibt aber auch so skurrile, lustige oder Geschichten, wo wir in der Gruppe waren mit den Schritte. Ich weiß nicht, ob du da in der ersten Gruppe oder der zweiten Gruppe dabei warst. Sowohl als auch. Oder war es beim öffentlichen Channeling? Ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ging es darum, dass sich die Gruppe so sehr gewünscht hat, dass sich ein Wesen mal zeigt. Weil ich gesagt habe, sowas ist möglich. Ja. Und ich habe dann für das nächste Mal drum gebeten und habe gesagt, kann man denn das nicht machen, dass ihr wenigstens so eine Art Nebel oder irgendetwas. Ja. Und ich weiß noch genau, es war Kuthumi. Er dann gesagt hat, ja. Und dann waren wir da in der Gruppe und saßen da alle und das Channeling ging los. Und dann hat Kuthumi gesagt, also ich werde mich euch jetzt zeigen. Und die vorher gefragt hat, gesagt hat, ich würde so gern sehen, hat gesagt, nein, will ich nicht. Und dann war natürlich die Energie weg, hat sich natürlich nicht mehr gezeigt. Ja, das ist ja schon sehr achtsam, ne? Ja. Und auch bei mir gab es ein Erlebnis, das ich auch nie vergessen werde. Es war noch in der Zeit mit meinem Lehrer, in den Anfängen, mich als Medium, also auszubilden. Und bei mir war ja jahrelang Eschka. Und ehemalige Hildegard von Bingen. Genau. Und ich habe Eschka immer so als nicht streng empfunden, aber in meinem Bild, was ich so im Kopf als Bewertung auch hatte, war einfach eine strenge, dünne Frau, die, ja, weiß ich nicht, also wie man halt so seine Bewertungen hat, gell? Und ich habe wieder irgendwie mit Eschka zu tun gehabt und plötzlich hat sich die mir gezeigt, also wirklich auch nicht nur in Visionen, sondern sie hat sich mir gezeigt und war genau anders. Ein liebevolles, eher dickliches, also so hat sie sich halt gezeigt, gell? Mit einem wunderschönen Lächeln, das war sehr... Hat sie dich eines Besseren belehrt? Ja, das war zu der damaligen Zeit für mich ein sehr wichtiges, ein wichtiges Ereignis. Ja. Ich hatte mal eine Vision in der Nacht im Traum von außerirdischen Schiffen, die den ganzen Himmel erfüllen. Und ich bin dann draußen rumgelaufen und mir sind nur noch die Tränen gelaufen vor Freude und Glückseligkeit. Das kann man kaum in Worte beschreiben, was man da fühlt, ne? Wird es irgendwie mal sowas geben? Ja, also sowas wird es mit Sicherheit geben, wenn Quintas sich öffnet. Also in dem Augenblick, wo das 5. Element, also wo diese Energie ausgeschüttet wird, passiert ja ganz viel, weil der Planet nach Hause zurückgeholt wird. Und wenn der Planet nach Hause zurückgeholt wird, wird halt auch alles sichtbar werden. Auch wenn wir uns das jetzt nicht vorstellen können. Ja, es liegt für viele Menschen außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Aber im Universum diese Wesen und verschiedenen Rassen, die es ja auch auf ganz vielen verschiedenen Planeten gibt, die sehen diese energetischen Vorgänge ja. Also für die ist das ganz normal. Also ein Arcturianer sieht das Ashtar-Schiff. Also sieht die Lichtsäulen, sieht die Wesen, so wie sie sich zeigen. Ja, das ist da etwas ganz Normales.
Das ist für uns nur, weil wir es nicht kennen oder denken nicht zu kennen, ist es halt etwas ganz was Besonderes und können es uns nicht so wirklich vorstellen. Und das Erste, was sichtbar sein wird, sind eben diese ganzen Zubringerschiffe, weil es sein kann, dass einfach bei der Öffnung von Quintas mit dem 5. Element und den göttlichen Attributen, also da passiert ja ganz, ganz viel und da verändert sich die Energie so intensiv, dass es sein kann, dass Menschen ein bisschen Probleme mit Atmung haben oder ja, da kann einfach auch viel passieren. Es wird ja nicht jeder Mensch sich gleich spirituell bewusst sein. Ah, jetzt öffnet sich Quintas. Weil die allermeisten Menschen auf diesem Planeten haben noch nie davon irgendetwas gehört. Also wie sollen sie es auch wissen? Und da sind die Zubringerschiffe, die dann sich um diese Menschen kümmern und die Energien ausgleichen, die vielleicht auf die Zubringerschiffe holen, um sie vorzubereiten auf die energetische Veränderung. Also das ist das, was man als erstes sehen wird. Und das Zweite, was man sehen wird, ist der Samatha-Tempel. Oder wenn nicht vielleicht sogar gleichzeitig. Ja. Weil es immer eine Energie geben muss, die höher ist als die Erdenergie. Sonst kann unser Planet nicht weiterleben. Und das ist der Samatha-Tempel. Wäre vielleicht auch wert, mal einen eigenen Podcast drüber zu machen. Kommen wir wieder zurück zum Ashtar-Schiff. Ja. Für dich ist es wie ein kleines Zuhause. Ja. Du kennst dich da recht gut aus. Ja. Gibt es noch etwas, was du auf jeden Fall noch mit einbringen möchtest in den Podcast? Also wenn man sich gefestigt genug fühlt, also das muss ja jeder wieder für sich entscheiden, ja, dann finde ich es schon schön, wenn man einfach mal, da reicht es ja schon als Vision, wenn du im Bett liegst, deine Augen schließt, dich mit Ashtar verbindest, die Erlaubnis gibst und einfach die Visionsströme aufnimmst und das sich in dir und in der mentalen Ebene ausdehnen können. Und das, was du da siehst und wahrnimmst, das ist schon Wirklichkeit. Das ist noch keine Reise, aber das ist schon Wirklichkeit. Und nur alleine das lohnt sich schon. Was wichtig ist, dass man es nicht hinterfragt, also dass man nicht nach so einer Vision oder einer Reise anfängt dann in der Dualität, wenn man wieder zurück ist oder wenn die Vision sich schließt, dass man dann nicht anfängt zu zweifeln und sagt, ja, stimmt das jetzt wirklich? Habe ich das wirklich gesehen? Du hast es wirklich gesehen, du hast es wirklich erlebt. Also das ist unfassbar vorbei an unserem Verstand natürlich. Und natürlich gibt es Leute, die einen für verrückt erklären, aber man ist ja im wahrsten Sinne des Wortes auch verrückt. Also im energetischen Sinne rückt etwas anderes in einem Fokus. Und wenn eine Energie nahe rückt zu einem, dann wird es eben zur Vision. Und das ist schon, und das Ashtar-Schiff hat halt die Möglichkeit, mehr als alles andere im Universum, sich so hinzuwenden, zu dir jetzt zum Beispiel, also zu jedem Menschen, der darum bittet, dass diese Vision dich so erfasst, dass du eigentlich mit allem, was du bist, schon auf diesem Ashtar-Schiff bist. Du kannst es dann oft gar nicht mehr so ganz genau auseinanderhalten. War das jetzt eine Reise oder war das jetzt eine Vision oder was war das jetzt eigentlich? Habe auch ich erstmal lange Zeit gebraucht, um das auseinanderhalten zu können. Und wie man das eigentlich ganz gut auseinanderhalten kann, ist die zeitliche Abfolge. Also wenn du jetzt, weil in der Wirklichkeit gibt es ja keine Zeit, und wenn du eine Reise aufs Ashtar-Schiff unternimmst, dann vergeht in der Regel, egal wie lange die Reise oder wie du dich dort aufhältst, sind in der Regel nur ein paar Minuten, auch wenn es für dich Stunden erscheint. Und wenn du zurückkommst, sind aber nur ein paar Minuten vergangen. Bei einer Vision ist es dann oft auch 1-2 Stunden. Weißt du, wie ich meine? Das passt mit deinem Empfinden zusammen. Dann. Genau. Es ist etwas sehr Schönes, ich kann es nur empfehlen. Und das Ashtar-Schiff hat so gute und liebevolle Energien, die einen so aufbauen und auch Vertrauen schenken.
Und man wird unermesslich geliebt, wenn man willkommen ist. Und man ist willkommen, weil wenn man nicht willkommen ist, darf man da gar nicht rein. Ashtar mit seinen ganzen Hütern und Wächtern, die sind sehr, sehr strikt. Also die gewähren nicht jeden Aufenthalt. Ist jetzt nicht so, dass man einfach sagen kann, ach, heute gehe ich mal aufs Ashtar-Schiff. Das kann keiner von egal welchen Planeten. Das geht nicht. Und wir auch nicht. Also es erfolgt immer eine Einladung. Also du sprichst etwas aus, einen Wunsch, und dann kommt eine Einladung. Und Ashtar entscheidet, ob du auf das Ashtar-Schiff reisen darfst oder nicht. Es wird dann sozusagen deine Energien einmal gescannt. Genau. So schaut alles passt. Genau. Damit keine Verunreinigungen, in Anführungsstrichen. Genau. Ja. Nee, das kann nicht passieren. Kann nicht passieren, ja. Das nicht, aber es ist halt, es gibt im Universum schon bestimmte Felder, auch wenn nichts passieren kann, weil sich im Universum nichts verunreinigt. Ja, also die Aspekte tragen ja nur Wirklichkeitsenergie. Aber die strenger sind oder die strikter sind, strenge würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber die strikter sind, die sagen nein. Also, und da kommt es immer darauf an, warum willst du dahin? Also wenn jetzt zum Beispiel beim Ashtar-Schiff, um da zu bleiben, könnte ich mir vorstellen, dass Ashtar, um eine Neugier zu befriedigen, keinen Einlass gewährt. Ja. Und die können halt, die sehen halt, also da kannst du nichts vormachen. Ja, also also kannst du anderen Menschen etwas vormachen. Menschen untereinander können sich was vormachen. Aber ein Lichtwesen kannst du nichts vormachen. Wäre lustig. Naja, ist ja was Gutes, oder? Stell dir mal vor, Menschen könnten sich untereinander nichts vormachen. Vielleicht wird es irgendwann soweit sein. Mit Sicherheit sogar. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Bringt vielleicht auch ein Stück Freiheit wieder zurück. Auch wenn es erstmal anders ausschaut. Ja, auch natürlich Wahrhaftigkeit und einen moralischen Kompass. Das finde ich auch ganz wichtig, weil heute ist ja so in der Dualität bei den Menschen, dass jeder seinen eigenen moralischen Kompass hat und auch haben darf. Und das impliziert natürlich, dass viel reingepackt werden kann in diesen moralischen Kompass. Ja, und ganz leicht tun sie natürlich Menschen, die der Meinung sind, ihre Gedanken und ihre Innenwelt bleibt ganz bei ihnen. Aber so ist es ja nicht. Ne? Nee, so ist es wirklich nicht. Nee. Ja. Schauen wir mal, wie es wird. Ja, also das Reisen aufs Ashtar-Schiff kann ich tatsächlich auch persönlich sehr empfehlen. Ich habe ja vor vielen Jahren auch mich sehr aufs außerkörperliche Reisen fokussiert und zwischendurch auch immer wieder gedacht, ich möchte aufs Ashtar-Schiff rauf. Und dann aber mein Bewusstsein verloren, dachte damals immer, ich bin eingeschlafen. Schade, hat nicht geklappt. Bis ich dann ein halbes Jahr später mit meiner Gruppe den Ashtar-Schritt gemacht habe, Schritt 21, 22. Und dann sind wir aufs Ashtar-Schiff gereist in dem Schritt mit Führung der geistigen Welt. Und dann bin ich dort angekommen und sagte innerlich so aus dem tiefsten Herzen, ach, ist das schön, wieder da zu sein. Und mir sind echt die Tränen gekommen während des Schrittes, weil ich so tief gefühlt habe, was ich da, diesen Spruch, den ich da gesagt hatte. Und dann ging es aber los mit meinem Kopf und ich habe gedacht, wann war ich denn da? Und ich habe tagelang überlegt, wann ich denn da war. War das vor 20 Jahren, war es vor 10 Jahren, war es vor 5 Jahren? Hat alles irgendwie nicht gepasst, bis es mir dann eingefallen ist. Und ich dachte, oh Mann, Benni. Also ich sehe dich oft auf dem Ashtar-Schiff. Das weißt du ja auch mittlerweile. Also ich sehe dich oft. Und ich sehe auch viel von unserer Familie. Ist auch sehr schön. Ja. Und ich finde solche Sachen so grundsätzlich überhaupt sehr schön. Also ich meine, da kommt mir jetzt natürlich die intensive und lange Ausbildung mit meinem Lehrer auch zugute. Anders zu denken und ja, einfach anders zu denken, dass einfach Reisen, energetische Reisen genauso existieren, als wie Reisen mit dem Flugzeug irgendwo hin, auf einem anderen Kontinent. Und zum Beispiel unser Zaubergarten
Ich weiß nicht, wie sehr die Menschen das dann tatsächlich nutzen. Also ich sehe es schon, wenn ich mir Lichtkörper anschaue, aber ich persönlich jetzt zum Beispiel gehe lieber in meinen Zaubergarten spazieren und mache da irgendetwas Schönes, da brauche ich nirgendwo hinfahren. Also ich fahre natürlich auch irgendwo hin, gell? Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich fahre nirgendwo hin, also das nicht. Aber ich mache es sehr oft und das ist total schön. Also der Zaubergarten ist ein Feld in dir, ne? Ja, genau. Ja, ist ja verrückt, dass ein Mensch sagen kann, ich gehe gerne in meinem inneren Feld spazieren. Naja, aber Also da im kannst du ja Positiven alles verrückt. im Positiven. Ja, ja. Also ich meine, da kannst du hast ja das innere Kind und dieses Feld ist ja Wirklichkeit. Und also ich bin ja da auch sehr kindlich. Und ich schaukel ja sehr gerne, gell? Also im wirklichen Leben, wenn ich irgendwo bin und eine Schaukel sehe, setze ich mich gerne drauf und schaukel. Und in meinem Zaubergarten schaukel ich auch. Und es ist genauso schön wie auf einer Schaukel, vielleicht noch schöner, weil ich es mir schöner einrichten Ja, kann. aber das ist schon auch speziell, dass deine Innenwelt so real ist wie deine äußere Welt Ja. im Prinzip. Vielleicht sogar realer. Ja, manchmal. das ist schon krass. Freue ich mich für dich. Meine Rückzugsorte, meine Erholungsorte. Ja. Ich kann es ja ein Stück weit sogar nachvollziehen, aus dieser Zeit, wo ich so viel meditiert habe. Ne? Das war wirklich auch so, dass ich dann im Alltag draußen war und eigentlich nur nach Momenten gesucht habe, meine Augen schließen zu können, um in meiner Innenwelt sein zu dürfen. Weil sie einfach viel, viel erfüllender war als die äußere Welt. Genau. Und du kannst auch in diesen inneren Welten intensiv fühlen. Liebe, also Ja. Farben viel besser sehen, Gerüche viel besser wahrnehmen. Es ist wirklich schön, kann ich nur empfehlen. Ja, ja, lieber Ashta, dann sende doch bitte eine Einladung an uns alle. Dann kommen wir dich wieder besuchen. Schön, hier gewesen zu sein, Biene. Danke für den schönen Podcast. Ja, gerne, Benny. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.